In diesem Video geht es um die digitalen Skills in der Bewerbungsphase. Digitale Skills, die man sehr gut mit Hilfe von Webinaren erweitern und updaten kann. Ich bin Uta Galle-Hahn von Perspektive, Wiedereinstieg Mainz. Digitale Kompetenzen sind heutzutage eine selbstverständliche Voraussetzung bei der Bewerbung und bei der Jobsuche. Der ganze Bewerbungsprozess läuft ja schon digital ab, sei es die Jobsuche selbst, sei es das ganze Bewerbungsprozedere, das Erstellen der Bewerbungsunterlagen, Kontaktaufnahme, alles läuft heute digital ab. Die meisten von uns bewegen sich ja sowieso schon die ganze Zeit digital. Wir nutzen privat Facebook, Twitter, wir bewegen uns auf Instagram, wir nutzen Pinterest und alles Mögliche. Von Mails will ich überhaupt nicht mehr reden. Das ist schon fast ein alter Hut. Aber trotzdem ist es nochmal eine andere Sache, wenn wir uns mit unserer eigenen Bewerbung befassen und uns auf eine neue Stelle bewerben wollen. Da kommen doch einige Fragen auf. Und zwar, wir fragen uns dann schon, privat nutze ich das ja, aber sehen die Anforderungen vielleicht professionell doch noch anders aus? Kann ich wirklich das ganze MS-Office-Paket so nutzen, wie es gebraucht wird, also in einem professionellen Rahmen? Kann ich mich professionell im Internet bewegen? All das sind dann Fragen, die doch uns noch mal ein Stück weit beschäftigen. Und auf diesem Hintergrund haben wir hier in Perspektive Wiedereinstieg Mainz ein ganzes Portfolio an Webinaren aufgestellt, entwickelt und aufgestellt, mit denen Sie Ihre Kompetenzen entweder updaten oder aber auch noch zusätzlich erweitern können. Auch diejenigen von Ihnen, die bisher selten oder kaum Kontakt mit dem Internet hatten oder das Internet selten genutzt haben, die werden sich bei diesen Webinaren mit Sicherheit aufgehoben und auch mitgenommen fühlen können. Wir haben ein ganzes Portfolio erstellt und das umfasst verschiedene große Bereiche. Einmal natürlich gibt es Webinare zu Soft Skills, dann gibt es Webinare zu dem ganzen großen Bewerbungsthema. Und des Weiteren haben wir auch natürlich noch viele Webinare zu bestimmten Fachthemen, sei es nun Projektmanagement, BWL, Bereiche werden abgedeckt, interkulturelles Management. Also wir haben da eine ganze Masse an Sachen und natürlich auch nicht zu vergessen die ganzen EDV- und MS-Office-Pakete, die Sie alle über Webinare erlernen bzw. updaten können. Wir starten natürlich zunächst mal mit einer Handhabung des virtuellen Klassenraumes. Sie werden eingeführt. Wie bewege ich mich im virtuellen Klassenraum? Wie nutze ich ihn? Wie kommuniziere ich darin, damit Sie sich auch ein bisschen freier fühlen, wenn Sie bisher eben noch nicht im virtuellen Raum sich großartig bewegt haben. Dann haben Sie die Gelegenheit, sich nach eigenem Bedarf natürlich und nach dem, wie Ihre Zielsetzung ist, die Webinarthemen herauszusuchen. Und Sie werden dann von uns freigeschaltet werden mit einem bestimmten Code. Dabei ist es wichtig, unsere ganzen Webinarthemen sind bundesweit freigeschaltet, aber sie sind nur zugänglich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserem Projekt. Das heißt, sie bekommen von uns einen Zugangscode und sind dann auch in einem geschützten Rahmen, in dem sie sich bewegen und lernen können. Ja, Sie befinden sich jetzt hier in unserem virtuellen Klassenraum. Da loggen Sie sich ein, wenn Sie Webinar-Teilnehmerin sind, mit Ihren eigenen Zugangsdaten, gehen auf den Vitero-Raum, das ist unser virtueller Klassenraum, und dann öffnet sich dieser Klassenraum. Hier werden Sie dann sitzen, Sie können sich verteilen, wohin Sie sich wollen, sich verschieben. Hier sitzt der E-Tutor und ist im Augenblick beschäftigt, wie Sie sehen. Und nur der E-Tutor kann dann auch das Mikrofon vergeben, sodass Sie dann auch die Möglichkeit haben, durch das Mikrofon direkt mit den anderen zu kommunizieren oder mit dem E-Tutor. Ja, Sie werden, wenn Sie reinkommen in den Klassenraum, auch hier, wenn Sie das erste Mal hier drin sind, einfach durchgeführt. Das ist eine Anleitung, Schritt für Schritt, wie Sie Mikrofon nutzen, anschließen, Lautstärke regulieren. Wir arbeiten in den Webinaren ohne Kamera, das heißt, wir arbeiten mit Avataren. Das ist einfach so ein bisschen den Wünschen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmern entsprochen, die nicht unbedingt alle mit der Kamera direkt ersichtlich sein wollen.
Unsere Webinare sind dann eben hauptsächlich auf Audio aufgebaut und eingestellt. Wir können aber jederzeit, also wir als E-Tutoren nutzen das ja auch, mit unseren eigenen Fotos reingehen und uns auch live aufnehmen. Das ist also alles möglich. Ja, so werden Sie hier durchgeführt. Sie sehen das mache ich jetzt mal im Kurzschnelldurchlauf, im Kurzdurchlauf. Ja, Sie können Plätze wechseln und so weiter und so fort. Also es wird alles ganz genau erklärt. In der Regel erklärt Ihnen auch der E-Tutor am Anfang noch ein bisschen was zur Technik, wenn es da so Anfangsprobleme geben sollte. Das ist immer so der erste Teil, das Ankommen und gucken, stimmt die Technik, kann man sich einander hören und. Ja, welche Möglichkeiten der Kommunikation haben Sie? Sie sitzen wie in einem Klassenraum hier um den Tisch herum, so können Sie sich das vorstellen. Hier unten sind die ganzen Symbole angezeigt, mit denen Sie kommunizieren können. Als Teilnehmerin. Also Sie klicken da drauf, Sie können zum Beispiel klatschen, Sie können sagen, ja, ich bin einverstanden, nö, gefällt mir gar nicht, ich bin anderer Meinung. Sie können Ihre Kaffeepause anzeigen oder Ihre Toilettenpause, je nachdem. Also hier ist alles möglich. Sie können hier anzeigen, wenn Sie mit der Technik zu tun haben, dann wird dieses Symbol gezeigt. Also der E-Tutor merkt immer, kriegt auch mit, das ist ja auch wichtig, wenn Sie irgendwie abwesend sind oder wenn Sie anderweitig Probleme haben. Er kann dann darauf reagieren. Dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Möglichkeiten, wie wie der E-Tutor Ihnen Aufgaben zuteilt und darauf können Sie dann auch wieder antworten. Zum Beispiel gucken wir jetzt mal hier, da gibt es den Moderatoren-Pfeil, damit wird angezeigt wie auf einem Flipchart, wenn Sie einen Pfeil anmalen oder bei einer PowerPoint-Präsentation können Sie das mit dem Laserpointer machen. Das ist dieser Moderatoren-Pfeil, der hat die ähnliche Funktion, da gibt es sehr viel mehr. Sie können Punkte vergeben, um eine Abfrage zu gestalten. Sie können auch Textfelder vergeben, sodass jeder Teilnehmer seine Antwort oder auch seine Frage oder seinen Kommentar reintippen kann. Also das gibt alles Möglichkeiten, die Sie auch eigentlich in einem normalen Seminar haben. Die gibt es auch virtuell. Jetzt hier, wo Sie unser Einführungssheet sehen, da erscheint natürlich der Inhalt und die Präsentation des Webinarinhaltes. Ja? In der Regel sind das hier bei uns PowerPoint-Folien, die Sie abspielen lassen und auch unterbrechen können, wenn es darum geht, Aufgaben zu bewältigen, Aufgaben zu bearbeiten. Sie können verschiedene Klassenräume aufsuchen, also Kleingruppen auch bilden. Und hochladen können Sie, wie gesagt, PowerPoint. Sie können auch kleine Filme einspielen, Sie können Text einspielen und Sie können eine Verbindung herstellen zu Ihren eigenen Dateien. Also der E-Tutor kann das, sodass Sie auch vorbereitete Sheets aus dem eigenen digitalen Ordnern sichtbar machen können und gemeinsam an Dokumenten arbeiten können. Ja, und so lernen Sie ganz einfach und fast spielerisch, sich im Internet auch professionell zu bewegen. Wir haben noch ein Bonbon für Sie, denn wenn Sie jetzt irgendwo Unsicherheiten spüren, vielleicht gerade so am Anfang, und für diejenigen, die sich weniger im Internet bewegt haben, Sie haben die Möglichkeit, einfach unsere EDV-Fachfrau zu fragen. Die setzt sich mit Ihnen gemeinsam an einen Tisch und ganz individuell werden Sie dann nochmal begleitet bei Ihren ersten Schritten ins Internet und in den virtuellen Klassenraum hinein. Wir haben noch was Besonderes, was wir anbieten können. Und zwar bieten wir hier in Perspektive Wiedereinstieg Mainz auch ein Online-Coaching an. Das ersetzt niemals ein Präsenzcoaching, ist aber eine super Hilfe, wenn Sie zum Beispiel mal nicht ein Coaching-Gespräch persönlich wahrnehmen können, wenn Ihnen der Fahrweg zu weit ist, wenn Sie mal ganz schnell irgendwie kurz etwas abstimmen wollen, wenn die Kinder krank sind. Es gibt viele Möglichkeiten und viele Gründe, warum mal ein Coaching nicht klappt. Dann machen wir das Ganze einfach online, wir besprechen das vorher, wir vereinbaren das vorher und dann ist das alles ganz unkompliziert. Und wenn Sie dieses ganze Paket nehmen, dann lernen Sie mit der Zeit, sich wirklich einfach und hemmungsloser im Internet zu bewegen und Sie lernen vor allen Dingen das Internet auch als ein Arbeitstool zu nutzen.
Darum geht es ja in der ganzen Geschichte, dass Sie das auch professionell nutzen können und nicht mehr zittern müssen, kann ich das oder kann ich es nicht. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Interesse an weiterer Beratung haben, die auch immer kostenlos ist, dann wenden Sie sich doch an uns, das heißt, rufen Sie uns einfach an. Die Nummer finden Sie unten in der Infobox. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns liken oder irgendwie kommentieren. Wir freuen uns einfach auf Sie. Tschüss, bis zum nächsten Mal.